weil ich natürlich irgendwie immer in jeder Einheit irgendwann gesagt habe, hey, mein Knie tat weh. Oder habe dann mal, je nachdem, was wir trainiert haben, das ging dann nächsten Tag ging es wieder nicht, weil wir irgendwie was anderes trainiert haben. Und bin dann natürlich dann auch immer wieder auf Turniere gefahren und habe dann meistens immer einen Satz gespielt. Es war gut und dann irgendwie danach nicht mehr laufen können, verloren. Und habe dem Trainer dann halt immer gesagt, so, ja, mein Knie tat so weh, ich konnte dann nicht mehr spielen. Und irgendwann hat er halt gesagt, hey, wenn ich noch einmal was von deinem Knie höre, dann fliegst du hier raus, weil ich möchte es nicht mehr hören. Der hat halt immer gedacht, ich nutze es als Ausrede, um zu sagen, dass ich nicht performt habe. Oder heute nicht trainieren möchte oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich hatte ja wirklich Knieschmerzen. Und wie gesagt, dann bin ich nochmal zu diesen zig Ärzten gegangen. In Hamburg war ich dann beim Arzt, Olympiastützpunkt in Hannover war ich beim Arzt. Dann bin ich dann, irgendwann habe ich den Martin kennengelernt. Der hat mich dann nach München gebracht, zu dem Olympiaarzt. Der hat dann, wie gesagt, mein Kreuzband das Ganze entdeckt, dass das ja gerissen ist. Hat es operiert. Da ist dann der nächste Fehler so ein bisschen passiert. Falsch operiert. Der hat die Stifte anscheinend falsch gesetzt, was mir ein anderer Arzt danach gesagt hat. Jetzt ist halt die Frage, ja. Alter, wie kann man falsch operieren? Für was ist der Arzt? Also ich muss sagen, ohne Spaß, oder? Ja. Ich meine, du als Tennistrainer, wenn du mal eine Stunde was Falsches machst, okay, das macht nichts mit dem Leben von der Person. Aber wenn ein Arzt was falsch operiert, dann kannst du ja komplett abschenken, das Leben von manchen Leuten. Also deine Karriere kann man dadurch abschenken. Ja, das wäre eigentlich gar nicht das, wie soll ich sagen, der Arzt an sich hat einen Fehler gemacht, aber eigentlich auch wieder keinen Fehler gemacht, so wie ich es mitgekriegt habe von den nächsten Ärzten, die das gesagt haben, weil durch dieses Dreivierteljahr, was ich weitergespielt habe, ist viel, viel mehr im Knie kaputt gegangen. Knorpelschaden oder? Nee, meine Patellasehne ist gerissen. Alter. Und der Arzt hat gesehen, dass die Patellasehne komplett auch zerfetzt ist und hat dadurch einen Ersatz von der Patellasehne genommen. Okay. Und das war dann auch noch so ein bisschen mit der Fehler, weil die ist nie richtig wieder zusammengehalten. Die war schon so lediert, dass die, also so wurde es mir erklärt, ob das dann wirklich so stimmt, aber ich habe ja heute noch Probleme mit dem Knie. Ja, ich weiß, wir haben ja einmal gespielt, glaube ich, letztes Jahr im Sommer oder so. Halbe Stunde und dann ist... Ja. Aber halbe Stunde sehe ich keinen Ball und dann sehe ich kein Land, außer eine Puste. Okay, die Puste ist schon nach einer halben Stunde ist komplett weg. Ja. Aber sagen wir mal, die ersten 10 Minuten sehe ich kein Land und danach fängt es erst an. Ich muss auf Zeit spielen mit dir. Ja. Jeder. Krass. Wie wurde es daheim aufgenommen? Weißt du das? Ja, erst einmal irgendwann mit der Zeit wirst du es ja nicht glauben. Also ich habe auch gute 4 Jahre Reha gemacht, von 2011 bis 2015. Alter, willst du mich verarschen? Wirklich 4 Jahre komplett Gas gegeben und versucht und da in Hessingpark zum Beispiel gegangen, dort meine Reha gemacht, ein zweites Mal operiert worden, um die Patellasehne wieder zu retten. Da hat er mir gesagt, das ist eine 82%ige Chance, dass es dann wieder gut wird. Ich war bei den anderen 18 dabei. Wie kommt man auf 82%? Ich habe keine Ahnung. Das war die Zahl, die war so odd, dass ich mir die gemerkt habe. Krass. Und immer wieder Reha gemacht, dann beim Böhnisch gewesen da, aber es hat nie irgendwie richtig... Also 4 Jahre hört sich immer so an, ja, 4 Jahre, es vergeht so schnell. Aber es sind 1500 Tage oder so, Alter. Die 4 Jahre waren hart. Komplett krass. Mental das war dann von 22 bis? Oder 2011 bis 2015. Wie alt warst du? 22? 21. 21 bis 25. Du hast 21 bis 25 Reha gemacht, Alter. Ja. In der Zeit, wo normale Jugendliche heutzutage Party machen, feiern gehen, ihr Leben komplett chillen, machen, was sie eigentlich wollen, reisen, bla bla bla. Und du bist dann, Reha war dann so, dass du dann auch mal morgens mit diesen alten Damen dann Reha hattest, oder? Nee, ich hatte immer Personal. Ah, okay. Ja, aber ist auch wieder tough, ey. 4 Jahre lang. Krass, ey. Und nach den 4 Jahren, also wann kam dann, oder wie hast du dann gesagt, ja, jetzt höre ich auf? Weil
nach 4 Jahren, ob du dann nach 4 Jahren oder nach 6 Jahren auf, weißt du, man? Ja. Ist dann auch schon wieder. Ja, das stimmt. Im Endeffekt eigentlich aufgehört, als ich dann nach Wien gegangen bin zum Trainieren. Weil ich bin immer mal wieder trotzdem auf Turniere gefahren, weil es ja doch gejuckt hat, competitive zu spielen. Hat dann eigentlich auch immer so für 1, 2 Spiele gut funktioniert oder sätzeweise immer gut funktioniert und dann drüber gerettet. Ja, und dann irgendwann den Schilli und den Kirill kennengelernt in Rumänien beim Turnier. Okay. Und dann angefangen beim Schilli zu trainieren, weil wir jetzt gesagt haben, okay, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Auf jeden Fall habe ich zum Schilli gesagt, ja, ich möchte jetzt noch die Bundesliga da zu Ende spielen. Habe dann, glaube ich, noch ein paar Arzttermine gehabt oder irgendwie sowas. Und dann den Winter bin ich dann zum Schilli gegangen und haben versucht, eine Preseason zusammen zu machen. Okay. Und Versucht heißt nicht geglückt, oder was? nicht geglückt in dem Sinne, weil ich freitags immer schon wieder aus dem Training ausgestiegen bin, weil ich so ein dickes Knie hatte. Ah, okay. Und dann ist Schilli mir halt irgendwann ja, so an mich rangetreten und hat gesagt, du spielst gut, du kannst Tennis spielen, aber dein Körper macht nicht mit. Überleg dir mal, was anderes zu machen, vielleicht Tennistrainer oder generell vielleicht in Verbindung Spielertrainer. Ja, sowas in die Richtung. Wie hast du das aufgenommen? War so, der Alte, lass den labern? Oder war so, ja, okay, vielleicht sollte ich mir wirklich überlegen. Wobei es auch wieder so ein toughes Ding ist, gell? Man will sich das eigentlich gar nicht eingestehen. Also so würde ich jetzt sehen. Also erst einmal vom Schilli habe ich immer die Ansagen sehr, sehr respektiert, weil ich das Gefühl hatte, der Mann hat extrem viel Ahnung, der weiß, um was es geht und der ist ja nicht zu mir herangetreten und hat gesagt, du, das macht gar keinen Sinn. Sondern mir selber die Option gelassen, zu sagen, hey, will ich weitermachen oder will ich nicht weitermachen? Sondern hat mir eigentlich auch gleich zusätzlich noch ein anderes Türchen geöffnet, dass ich sage, okay, ich könnte ja auch da in die Richtung trotzdem im Tennissport weiter drin sein. Und haben wir gesagt, ja, ich kann es mir mal anschauen. Gucken wir mal. Und so ist das Ganze dann entstanden. Okay. Ja. Wann hast du angefangen dann? Du hast beim Schilli angefangen, gell? Ich habe dann beim Schilli angefangen, 2016, glaube ich, war das dann. Also den Winter von 2015 bis 2016, da habe ich versucht, die Preseason zu machen. Ja. Ist dann nicht geglückt. Dann kam halt schon so ein bisschen die Aussage, ja gut, mit Aufhören allem drum und dran. Und da habe ich mir jetzt im Jahr vertan. Dann habe ich nochmal in Bundesliga gespielt. 2016 hast du Bundesliga gespielt? Ich glaube 2016 war es, ja. Ja. Wo ich dann gesagt habe, okay, hey, ja, bisschen Kohle nebenbei nochmal mitnehmen, bevor irgendwas zu Ende geht. Und ja, das war dann so die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nach der Bundesliga-Saison, jetzt höre ich auf. Okay. Hast du es alleine entschieden oder hast du mit Leuten geredet? Ich habe das alleine entschieden. Okay, also du warst so allein ein bisschen daheim und hast dir jeden Abend so ein bisschen Gedanken gemacht und dann irgendwann gesagt, du, jetzt ist es soweit, das war's für mich mit professionellem Tennis. Boah, Gedanken habe ich mir gar nicht viele gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, es reicht, ich habe keine Lust mehr auf die Schmerzen. Ja, weil jeder Tag einfach wehtat. Ja, verständlich. Verständlich. Abends mit Eis da zu sitzen, dass du überhaupt am nächsten Tag laufen kannst, war dann für mich so, ja, es reicht. Ja. Und dann war eigentlich für dich klar, okay, du wirst Coach. Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Nach der Bundesliga-Saison habe ich mich erstmal komplett vom Tennis, glaube ich, verabschiedet. Hab gar nicht so richtig gemacht. War natürlich beim Schilli, habe ihm auch schon so ein bisschen ausgeholfen. Bin dann aber tatsächlich dann in die Kfz-Schiene. Ach, deswegen interessierst du dich so für Autos, gell? Ja. Also generell. Hast du dich damals schon? Damals schon, ja. Okay, habe ich mich sehr für Autos interessiert. Das hat mir immer Spaß gemacht, so Hobbyrennfahrermäßig unterwegs zu sein. Und habe ich gesagt, ja du,
Hobby-Rennfahrermäßig. Wir waren einmal Kartfahren im Monatjahr, da bin ich komplett Alter, ich habe eine Runde gemacht und du hast, glaube ich, 5 Runden gemacht oder so. Ich wurde, glaube ich, 10-mal überholt. Aber Hauptsache davor fragt sie mich, wie hat sie mich gefragt, ob ich einen Führerschein gemacht habe. Und ich so, ja, klar, ich kann auch gar keine Probleme Auto fahren. Und ich bin in diese Kart-Dings da reingegangen. Gar keine Chance, ey. Ich war komplett lost. Ja, das war schon immer eine Leidenschaft von mir eigentlich. Ja. Als Kind schon jedes Formel-1-Rennen mit 5, 6 verfolgt mit meinem Vater zusammen und eigentlich schon Bobbycars, allem drum und dran, immer Auto. Ja, und dann bin ich hingegangen bei uns zum nächsten Autodealer und habe gesagt, du, wie schaut's aus als Kfz-Mechatroniker? Brauchst du eine Ausbildung? Brauchst eine Ausbildung? Ich wollte das mal ein Praktikum machen. Habe ich alles organisiert, dass man mal eine Woche ein Praktikum macht. Und ja. Dann hast du angefangen als Kfz-Mechatronik, oder? Nee. Ja, dann hat sich was getan. Dann hat sich ein Türchen aufgemacht. Zufall oder Schicksal? Tatsächlich glaube ich vielleicht Schicksal. Ja. Weil Chili hat ja immer einen Partner damals gehabt, den Martin Spöttl. Ja. Der hat mich auf einmal angerufen, wirklich so 5, 6 Tage vor dem Praktikum, ob ich nächste Woche nach Ägypten fliegen möchte und ein 2-wöchiges Bootcamp machen möchte mit Mohamed Safwat. Als Trainer. Als Coach? Als Trainer, ja. Ja. Weil er schon ein bisschen gesehen hat, wie ich halt arbeite in Wien. Er mich, glaube ich, persönlich sehr geschätzt hatte von der Persönlichkeit und ich mich mit dem Saf eigentlich auch sehr gut verstanden habe, weil wir auch gleiche Alter sind und allem drum und dran und die sind dann so ein bisschen auf die Idee gekommen, hey, ich könnte es ja machen. Ja, und dann hatte ich halt die Entscheidung, entweder mache ich jetzt dieses 2-wöchige Trainingscamp mit dem Saf oder fange ich eine Kfz-Mechatroniker-Schiene an. Im Endeffekt hat dann einfach nur das entschieden, wo ich gesagt habe, okay, Praktikum verdiene ich kein Geld, da würde ich Geld verdienen für 2 Wochen. Okay. Und gutes Geld. Ja, klar. Sozusagen. Ja. Und dann habe ich das gemacht, Saf war sehr zufrieden. Bin dann danach, glaube ich, eine Woche später nach Wien gekommen. Und dann haben wir so gesagt, oder sind die 2 an mich herangetreten, weil der Saf natürlich ein Feedback gegeben hat an Also der beiden. Martin und der Chili sind an dich herangetreten. Genau, Ja. ob ich nicht Bock hätte, als Trainer bei denen anzufangen. Und so, ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich hätte ich schon richtig Bock. Es hat mir richtig Spaß gemacht mit dem Saf. Ja. Mhm. Und dann warst du Coach. Wobei ich gehört habe, dass es nicht so, also Chili hat mir erzählt, dass es nicht so einfach war für die Spieler, dich zu, was heißt akzeptieren, aber es ist halt so, du warst halt vor ein paar Wochen noch der Spieler dort und jetzt bist du deren Coach. Oder stimmt es nicht? War es so? Oder für dich Also, war es auch nicht so einfach, oder? Na, als Trainer musst du einen gewissen Abstand wahren. Ja, klar. So, aber wenn dieser Abstand mal weg ist, ist es nicht so einfach, diesen Abstand wieder herzustellen. Ne, ich habe mit den anderen Spielern im Airbnb zusammen gewohnt, die ich dann auf einmal betreuen soll. Mit den Neuen war es gar kein Problem, mit den Jüngeren Ja. auch nicht. Dadurch, dass ich ja auch eigentlich einer mit der besseren Spieler dort war. Aber da gab es dann schon 2, 3, mit denen ich meine Probleme hatte. Die sind tatsächlich auch heute noch da beim Chili. Welchen Namen nennen wir lieber nicht? Ja, einer war Russe. Sagen wir mal so. Da sind wir öfters mal dann in den Konflikt gegangen, weil er natürlich nicht verstanden hat, warum ich ihm jetzt auf einmal was sagen kann, Ja. wenn ich vorher selber irgendwie auf der anderen Seite war. Ja, ja. Aber mit der Zeit hat sich das dann, weil wir beide, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch extrem jung waren. Ne? Ich glaube, Ja. er war 17, ich war 26. Und dann aber mit der Zeit hat er gemerkt, okay, ich rede ja gar nicht so viel Bullshit, sondern ich versuche mir auch wirklich zu helfen. Ja, klar, es ist ja nicht irgendwas. Ja, und vor allem auch die Leitschiene hat sie ja nicht extrem, wie kann man das am besten sagen, die war nicht so viel anders als die vom Chili. Also die Philosophie vom Chili habe ich ja auch selber eigentlich gelebt und selber mitgenommen. Okay, wie war das
Weil du hast keine Trainerausbildung zu dem Zeitpunkt gehabt, wie auch. Ich meine, du hast 2 Wochen Bootcamp, das war deine Ausbildung. Das war meine Ausbildung, ja. Na, aber hat der Schiller dann gesagt, du, schau mal, ich nehme dich jetzt hier und du lernst ein bisschen was von mir und kannst deine Ideen auch mit einbringen? Oder war es so, ja, hier, ich werf dich ins kalte Wasser und du sollst mal machen hier, bring mal irgendwas zustande? Das wurde eigentlich nie so offen kommuniziert, sondern da hatte ich eigentlich schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel vor meinem eigenen Auge. Das war der Ivan. Ja? Der war seit einem Jahr, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt und habe ihn so ein bisschen beobachtet, wie es er denn so macht und habe gemerkt, okay, er geht eher so in die Beobachterstellung rein und schaut sich das Ganze an, was denn wichtig ist. Ja. Und das habe ich mir dann alles so ein bisschen abgeschaut und gemerkt, okay, Chili hat mir natürlich gesagt, okay, was ihm wichtig ist, auf was er oder was seine Philosophie ist. Und darauf wurde dann so ein bisschen das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass ich mich da auch in die Richtung verbessere. Okay. Das war dann eigentlich relativ simpel, muss ich sagen, zu sagen, okay, auf welche Sachen achtet der Chili, auf welche Sachen achtet der Ivan, was macht der Martin, was ist dem wichtig, was ist bei dem und dem Spieler. Aber dann trotzdem noch das rauspicken, was du denkst, was am wichtigsten oder was wichtig ist und deine eigene Idee so ein bisschen mit einbringen. Ja, ich glaube, was ich ganz gut gemacht habe, ist, ich habe meine Ideen immer vorher mit dem Chili besprochen. Also ich bin nicht immer hingegangen zu den Spielern und habe direkt gesagt, hey du, ich sehe das so und so, sondern ich bin erstmal zum Chili hingegangen und habe gesagt, du, wie siehst du das? Ich sehe das so und schau mal, da und in die Richtung könnte man noch was arbeiten. Und dann habe ich oft gemerkt, okay, entweder gibt er mir das gute Feedback und sagt, ja, hast absolut recht, sag's ihm. Oder tatsächlich hat er mir dann auch immer gesagt, ja, du hast absolut recht, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen. Und ganz selten eigentlich gesagt bekommen, hey, das ist absoluter Blödsinn, was du gerade da redest. Okay, also es gibt auch etwas, was du einem Spieler sagen solltest, aber vielleicht zu einem falschen Zeitpunkt. Es gibt extrem viele falsche Zeitpunkte, im Spieler was zu sagen. Okay. Was gar nicht reinpasst. Okay. Weil ich ja im Chili bin und mit dir dann, glaube ich, ein halbes Jahr haben wir, glaube ich, gearbeitet. Oder sogar weniger. Ich weiß nicht, das war genau vor Corona. Aber dadurch weiß ich ja, dass du dann irgendwann mal weg warst. Nach Corona? Ja, du warst dann, oder ich weiß gar nicht mehr, wie sich das Ganze entwickelt hat, ich weiß nur, dass immer kam, okay, der Ritchie geht jetzt nach Augsburg. Also bevor das Ganze kommt, muss ich erstmal Danke sagen, weil nur dadurch, dass dein bester Freund, der David, ja. Du ihm gesagt hast, dass der Chili jemanden sucht, einen Spieler, bin ich überhaupt zu der Position gekommen bin, dass ich überhaupt in Wien bin seit 3 Jahren. Also auch hier jetzt noch erstmal Danke. Gerne. Aber wieso kam der Schritt nach Augsburg? Ich hab ganz ehrlich gesagt noch nie nachgefragt. Ich habe weder einen Chili, ich habe weder dich nochmal nachgefragt. Weiß nicht, ob du es überhaupt erzählen willst, aber wie kam es dazu, Augsburg? Wie lange warst du beim Chili dann zu der Zeit? Beim Chili war ich von 2016 bis 2020. Ja, bis Mitte 2020, da wo dann Corona kam, sozusagen. Da bin ich dann nach Hause. Wie kam der ganze Schritt zusammen? Ja, bisschen Heimat, bisschen Freunde, so in die Richtung. Okay. Das hat sich dann irgendwie auf einmal so ergeben, auch mit dem Vater. Die haben mich dann mal angesprochen, hier in Augsburg, als ich da einen David besucht habe. Mhm. Der David wollte unbedingt mal was zusammen aufmachen. Und dann haben wir eigentlich gemeint, okay, machen wir mal unser eigenes Ding auf. Also. Okay. Ja, weil eigentlich gehst du von Sicherheit auf Risiko, weißt du was ich meine? Oder zu einem gewissen Grad, weil da hast du eine Sicherheit, weißt du, okay, du hast fixe Spieler, du hast fixe Trainer, du weißt alles, du kennst alles und hier war so ein bisschen, ja, du gehst ein Risiko ein, weil du kennst die Leute hier, du hast Freunde und alles, aber es kann ja immer irgendwas passieren. Das stimmt. Ich muss sagen, wir hatten auch riesen Glück, sozusagen, mit Corona. Das hört sich jetzt zwar blöd an, aber dadurch, dass wir dann gesagt haben, wir wollen ja eine Academy aufmachen,
In der Profischiene, die durften ja zur Corona-Zeit trainieren. Wir waren auch einer der wenigen Hallen, die dann noch offen hatten, wo dann trainiert haben, beziehungsweise trainieren durften. Entschuldigung, stimmt nicht. Nicht Hallen, sondern Outdoor. Ja. Wo aber trainieren durften und das der TC Schießgraben erlaubt hat für die Profis, dass wir die Leute angeschrieben haben und gesagt, hey du, ihr könnt hier trainieren, ihr könnt hier eine Woche mal umsonst trainieren, ihr könnt das nutzen. Die Facilities, uns als Trainer auch, es kostet euch nichts und dann hat man halt danach gesagt, okay, Angebote, wenn ihr weiter hier trainieren möchtet, die und die Optionen gibt's und dann sind eigentlich relativ viele Spieler dann eigentlich auch direkt da geblieben, muss man sagen. Ja, ich war auch da dabei zu der Zeit, weil ich war ja auch, bin wieder zurück nach Deutschland, weil ich hatte keinen Wohnsitz in Österreich und musste dann Genau. zurück. Und dann habe ich auch trainiert und ich kann mich erinnern, dass da sehr schnell sehr viele Spieler gekommen sind, beziehungsweise die halt in der Region hier, Augsburg oder Bayern, Genau. die hier in der Nähe sind, sind dann immer zum Training gekommen, was eigentlich auch ganz, ganz cool war. Ja, also du hast eigentlich gesagt, du und der David, dein bester Freund, ihr habt eine Academy aufgebaut. Wir haben dann eine Academy aufgemacht, Alpha Tennis. Wie kommt das zustande? Also du sagst jetzt, du hast eine Academy aufgemacht, aber ey, ich mache jetzt auch eine Academy auf und morgen habe ich eine Academy. Nee, das geht echt so, oder? Tatsächlich, genau so einfach ist es. Du kannst anmelden, was du möchtest. Ne? Wir sind dann irgendwann mal zum Amt gefahren, haben unsere Firma angemeldet. Generell haben wir zwei, dadurch, dass wir uns so lange kennen, nie Probleme mit, wie schaut das Ganze aus in der Firma, wer hat mehr und mehr Rechte, sondern haben gesagt, okay, 50-50, fertig aus, wir schmeißen alles im Pool rein und wir machen das Ding jetzt. Wir machen jetzt einfach, ohne viel zu überlegen und haben Namen ausgedacht, Design ausgedacht vom Logo und haben es gestartet, angemeldet. Und dann war natürlich der David noch Breitensporttrainer zum Großteil. Dadurch, dass die Jungs dann, wie du gesagt hast, relativ viele dann sofort geblieben sind, hatten wir eigentlich dann schon eine relativ funktionierende Academy von heute auf morgen. Ja. Aber ja, wie gesagt, Corona mit war dem, dann vielleicht ein Vorteil für euch. ja, weil die Spieler nicht trainieren konnten, da wo sie vorher trainiert haben, da haben sie trainieren können. Und dann war so, ja gut, das ist unsere Anlaufstelle jetzt. Das gefällt uns gut und das machen wir jetzt. Wie schaut es heute aus? 2023, Ende haben wir jetzt. Ende 2023, wie schaut es jetzt aus? Beim Alpha Tennis, wer ist da für was zuständig? Gibt es da irgendwas? Habt ihr einfach vielleicht so einen Einblick gibst für die Academy? Inzwischen ist es relativ groß geworden eigentlich. Ja. Haben verschiedene Bereiche. Also jeder Trainer hat sozusagen seine Aufgabenbereiche inzwischen bekommen, wo ich den Herren-Profisport mache. Der David ist in der Jugend sehr aktiv, also Kinder bis Jugendliche. Dann haben wir natürlich meinen Bruder, den Chris noch, der so ein bisschen Springer ist für beide. Was zu zweit eigentlich nicht mehr machbar wäre, die ganzen Spieler zu betreuen. Ja. Und ja, jetzt fangen wir noch im Bambini-Bereich an, weil wir sagen, okay, was ist eine Academy ohne eigene Talentschmiede? Wollen wir von ganz klein anfangen? Und ich würde sagen, das ist der richtige Weg. Vielleicht wie so ein Fußballverein, so ein bisschen. Genau, ja, so ein bisschen wie ein Fußballverein aufgebaut, dass du sagst, okay, am Anfang hast du natürlich die Masse mit den Kindern.